zeichnen jetzt mal auf etwas, was wir nicht aufzeichnen. Du wolltest auf den Balkon gehen. Geh doch ruhig auf den Balkon. Ich nehme dich mit. Ja, genau, geh doch mal einfach auf den Balkon. 20 Grad, ich muss erst meine Jacke anziehen. Hm. Nicht dran gewöhnt. So. Wie alt bist du überhaupt? Muss ich kurz nachrechnen. Ich hole mir mal kurz noch ein bisschen. Ja, genau, rechne mal nach, hol mal was und rechne nach. So, dann mal schauen, ob hier die Geheimnisse gelüftet werden. So. Hm. Also ich werde dieses Jahr 36, meine ich. Ah, okay, sehr gut. So, warte. Du siehst jünger aus. Das liegt an der Kamera. Ah, okay, alles Die klar. hat, also also entweder liegt es daran, dass ich die nicht gut gewischt habe, weil die ist hinter der Windschutzscheibe, die uns trennt, Hm. Mhm. ähm, oder die mich vom Interwebs trennt. Aber es kann daran liegen, dass nicht gut gewischt ist, der Laptop, oder dass da tatsächlich so ein bisschen natürlich das nicht Full HD. Wenn du mich jetzt in Live sehen würdest, würdest du sehen, wie verbraucht ich aussehe. Aber es ist wie bei, was ist Endstation Sehnsucht, da ist es doch, dass die Blanche immer in einem also dass die nicht mit gutem Licht, die darf kein grelles Licht haben. Die sorgt immer dafür, dass das Licht besonders ist, damit man nicht sieht, welche Falten sie hat. Aber ich liebe Falten. Ich liebe es. Ich finde es total schön. Also ich finde es auch total schön zu sehen, Hm, bei hm, einem hm. selber entstehen. Weil Falten, was magst du an Falten? Die sind echt? Oder? Ich mag das, also vom Zeichnen zum Beispiel, also die kann man zeichnen. Ah, Das ja, sind ja ja, Linien, das okay. sind also Linien, Schraffuren, Stimmt, das die sind kann man richtige zeichnen. Spuren, richtige Erinnerungen. Hm, hm, hm. Eigentlich wird das Gesicht erst sichtbar, wenn man langsam Falten bekommt. Also Ah, das ist vorher nicht so, finde ich. Ich finde stimmt. das total schön. Also darin liegt alles. Da erzählt sich bei jedem Lächeln, bei jedem Ausdruck, bei der Mimik, erzählt sich halt das Leben so mit. Das ist, finde ich, total schön, Mhm, mhm. finde Ah ich. ja, nice, nice, okay. Und es macht eben klar, dass Haut so ist, dass Haut lebt. Und das ist, finde ich, bei all diesem, also ich finde das tatsächlich richtig verstörend, wenn Menschen da mit plastischer Chirurgie versuchen, also, ne, dass das Ja, nicht ja. passiert. Ähm, weil es einfach, also mir macht das Angst, wenn ich so Gesichter sehe. Interessant, stimmt. Das So. stimmt. Hm, hm. Guck mal, meine Socken. Ey, geil. Cool. So. Ja. Jetzt wird geraucht. Jetzt wird erstmal geraucht. Natürlich wird. Du drehst da eine, oder? Ja, 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 ja. ich mag das nicht, ich mag diese Festen nicht. Hm. Aber kannst du jetzt von den Falten ein bisschen mehr sehen? Nee. Nee, du hast keine. Ja, jetzt. Ja, ja, Doch, okay. Ja, jetzt hast du welche, richtig. aber. Hm. So, du Ja, wolltest was nachbesprechen. wie ist das Älterwerden für dich? Ist das ein Problem oder? Ich habe eh das Gefühl, schon alt auf die Welt gekommen zu sein. Und deshalb ist Hm, das, also ich meine, das mit 35 zu sagen, ist wahrscheinlich hm, vermessen. So, also da zu glauben, dass man darüber urteilen könnte. Aber ich glaube, für mich ist das ein bisschen anders als für viele Menschen, weil ich dieses Gefühl ähm, nicht oft kenne. Auf jeden Fall nimmt das zumindest keinen großen Raum ein in meiner Frage in Bezug aufs Älterwerden und Bezug auf Sachen im Leben schaffen, weil ich eh irgendwie mit diesem Gedanken aufgewachsen bin oder weil der mich früh geprägt hat, dass das für mich eh nicht so ist. Also dass es eigentlich hm, nichts zu erreichen gibt, aber auch ein bisschen im negativen Sinne. Also dass ich mir sowieso abschminken kann, diese ganzen Pläne zu machen, die sich andere machen. Und diese Art von Lebensstation zu absolvieren. Es ist eher so ein bisschen, um den Schein zu wahren, jagt man manchen Sachen ein bisschen hinterher, aber im Grunde hat das für mich keine Substanz. Ich bin aber ganz hm, froh, dass sich irgendwann auch andere Fragen gezeigt haben. Also man kann auch andere Dinge verfolgen und das kann auch Laune machen.
Und dann ist es natürlich so, dass das kostbar ist. Also dass man auch merkt, boah, ich bin auch froh, solange ich mit meinen Sinnen noch einigermaßen was wahrnehmen kann. Oder ich bin auch froh, die Möglichkeiten zu entdecken, mit dem Körper zu tanzen oder was auch immer, solche Sachen. Das ist schon schön, aber ich finde, dass die Identität als Oma, die ist sowieso oder das Gefühl, Omi zu sein oder auch manchmal Opi zu sein, das ist bei mir sowieso da. Also das ist schon, da freue ich mich schon drauf, falls ich das erleben sollte. Und deswegen also älter werden ist bei mir so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich brauche das nicht, mich an Jugend festzuklammern. Also erlebe ich zumindest jetzt nicht so. Ja. Aber du hast keine eigenen Kinder, ne? Nee. Oder noch? Nee. Aber wenn dann wirst du eine Oma irgendwie durch andere quasi durch. Ich So. adoptiere Enkel einfach. Genau. Ja, so wie ich, ja, genau. Ja, nee, oder wollen wir aufhören mit Aufnehmen und einfach so sprechen? Wie ist es für dich? Also ich ignoriere jetzt einfach, dass wir aufnehmen. Also wie es dir lieber ist. Ja, ich bin immer ein bisschen, ich bin halt unsicher, wie war denn überhaupt, wie ist denn dein Weg überhaupt gewesen? Also was, hast du irgendwas in Richtung, ja genau, Buddhismus hast du gesagt, nicht so, aber was war dein innerer Weg oder dein, Meinst du, wo der losgegangen ist? ja, oder Oder? was hast du so gemacht oder ähm, die Dinge, die dich so, ähm, tja, ich habe jetzt wahrscheinlich, vielleicht hast du auch schon darüber gesprochen auf deinem Kanal, ne? Ich habe jetzt nicht so viel da gehört, was du überhaupt, wo du herkommst, was du gemacht hast, welche Katastrophen dir passiert sind. So, kann man das sagen, oder? Klar, ja. Ich finde das, also ich weiß gar nicht, ich bin tatsächlich, glaube ich, eigentlich eine ziemlich langweilige Person. Ach so. Aber, also was vor allem auch diese Story betrifft, weil ich bin keine Sache so richtig intensiv irgendwo eingestiegen, außer Embodiment. Jetzt zum Beispiel bei Ilan Stefani habe ich viel gelernt, aber habe auch viele andere Sachen aufgenommen von Tanzsachen oder so, oder auch Sachen selber entwickelt und da forsche da nach wie vor viel mit. Also mit Verkörperungspraxis, wie kann ich mich mehr spüren, was sind Grenzen. Das ist schon so, aber das ist ja nicht notwendig. Das, was man dann als spirituelle Lehre bezeichnen soll. Das kann auch für was anderes gut sein und dann natürlich Klar. Sachen öffnen, aber da bin ich schon relativ oder ziemlich konsistent dabei eigentlich. Oder das bleibt auf jeden Fall. Das ist, Bist du Tänzerin dann auch oder aber du machst. Ich war immer ein ziemlicher Körperklaus, ehrlich gesagt. Also die Freude auch am Tanzen, die hat sich bei mir Spätzünder. Aber ich habe nichts von diesen ganzen Sachen, die man da verfolgen kann, wirklich zu irgendeiner besonderen Pracht gebracht oder sowas, aber habe in viele Richtungen reingeschnuppert. Also für mich ist der Weg des Scheiterns ist schon auch der Weg des Scheiterns. Ist auch das Scheitern daran, eine gute Schule oder also ein für mich funktionierendes Konzept zu finden. Aber da, wo ich hingegangen bin, habe ich immer viel gelernt oder hatte immer das Gefühl, auch an gute Lehrpersonen geraten zu sein. Also gute Lehrer, gute Lehrerinnen. Weil irgendwie, weiß nicht, vielleicht habe ich da Glück gehabt oder habe einen guten Riecher gehabt, aber ich habe zum Beispiel nicht so negative Erfahrungen gemacht, wie jetzt Björn oder Cosima das natürlich berichten. Woran es auch immer liegt. Aber ich wusste immer, dass ich da, wo ich bin, auch richtig bin und mit meinen Fragen, also meine Fragen bis zu diesem Limit stellen kann oder beantwortet bekommen kann, was ich zu lernen habe, um dann wieder die Kurve zu nehmen und halt woanders lang zu gehen, aber sehr zufrieden. Also ich hatte dieses Ding, soweit ich mich zumindest erinnern kann, vielleicht verkläre ich es auch, aber eigentlich hatte ich dieses Ding nie von, oh nee, das war hier nix, ich habe meine Zeit verschwendet. Ich habe also das nie so erlebt. Ich hatte immer also in der Hinsicht wirklich gute Erfahrungen gemacht. Aber ja, wie gesagt, ich habe mir auch nicht, also für mich war zum Beispiel diese Frage, oder ist sie weiterhin, aber war sie eine Zeit mal mehr präsenter, wer kann mir am meisten über das Sterben beibringen? Also wer kann mir am meisten über den Tod beibringen?
Und natürlich gibt es da Leute, die da mehr von erzählen und mehr von berichten oder die dann da die eigene Erfahrung halt auf einer tiefen Ebene gemacht haben und auch diese körperlichen Prozesse über Jahre, manchmal Jahrzehnte hindurchweg auch davon erzählen können und einem da auch helfen können. Dass mich das angezogen hat, also dazu hören, okay, da kann ich lernen zu sterben, das war für mich zentral. Und irgendwann habe ich meinen eigenen Weg gefunden durch diese Todesnadelöhre, also da verschiedene Zugänge zu finden. Und dann gibt es die Situationen, die einem im Leben natürlich darauf stoßen oder wenn man eine sterbende Großmutter im Arm hat plötzlich und dann halt merkt, okay, das sind eigentlich die krassesten Lehrer, was das betrifft, weil die halt nochmal anders damit natürlich in der Nähe sind. Aber, ja. Hattest du das oder was dir das passiert? Ich hatte meine geliebte Oma, die hatte mehrere Schlaganfälle und ist dann etwas länger bevor sie gegangen ist, halt schon auch so locked in und weg gewesen und hatte so Aphasie, also Probleme auch mit dem Sprechen. Und das war ein erster Abschied, also das war für mich fast, was heißt schwerer, aber es war eine andere Art von Schlag, also wie einen das trifft, wenn die Person auf der Ebene geht oder wenn der Mensch auf der Ebene sich ändert. Und man die Kommunikation umstellen muss und viel lernen muss und viel akzeptieren muss. Ja. Und als sie dann später ging, da gab es eine Situation, da habe ich zum ersten Mal erlebt, also war dabei, jemanden in dem Ringen mit der Todesangst zu erleben. Und mein Impuls war sehr stark. Ob das richtig war oder nicht, weiß ich nicht, aber mein Impuls war sehr stark, darum zu bitten, dass ich mit ihr einen Moment alleine sein kann. Und weil ich irgendwie mir zugetraut hatte oder dieses Gefühl vielleicht auch ein bisschen Hybris hatte, aber ich habe gedacht, dass ich das gerade aushalten kann. Ich kann aushalten, dieses Fatum zu akzeptieren, dass sie gehen wird und traue mir zu, ein bisschen sie zu beruhigen, weil ich den Eindruck hatte, dass um sie herum halt so große Angst davor war, mit dem Thema konfrontiert oder mit der Sache konfrontiert, also andere Nähen natürlich auch in den Beziehungen oder andere Fragen da waren. Und ich hatte das Gefühl, dass ich da relativ okay mit war. Und das war mir so das Gefühl, dahin zu fahren. Hier ist auch etwas ganz Heiliges, was hier passiert. Und so ein bisschen, ich wollte ein bisschen Wächterin sein. Und ja, ein bisschen auch sowas sein, wo sie sich ein bisschen abreagieren kann. Um vielleicht diese Intimität oder diese Ruhe mit ihrem Erleben zu finden, obwohl ich natürlich keine Ahnung habe, was dieser Mensch da im Inneren erlebt hat und kann sich nicht äußern, ist also doppelt schwer, kann nicht diese vielleicht letzten Worte sprechen. Und das Einzige, was sie konnte, oder wo ich gemerkt habe, hier sucht sie wirklich den Kontakt, war, also ich habe mich dann zu ihr ins Bett gelegt und hinter ihren Oberkörper und sie konnte sich an mich lehnen und sie hat die ganze Zeit in meinen Arm gekniffen, bis das wirklich geblutet hat und sowas. Und da habe ich gemerkt, okay, die einzige Äußerung, die sie noch geben kann, ist halt dieses Kneifen. Das hat sie auch früher immer gemacht, also einfach so die Wange gekniffen. Sie hatte immer diese Angewohnheit, ihre Liebe so auszudrücken von so, kneifen. Okay. Das ist ja auch krass, das ist ja verrückt. Oh, okay. Ja. Und darin war etwas, wo ich dachte, okay, das ist jetzt gerade das sind ihre Worte gerade und ich verstehe es sicherlich nicht und ich analysiere das nicht, aber ich bin das jetzt, wo sie reinkneifen kann. Ja. Und dann hatte ich das Gefühl, dass sich was beruhigt hatte, dass sie einfach sich ausdrücken wollte oder eine Botschaft loswerden wollte und dass jemand einfach nur mal aushält. Das war da nicht im Raum sonst. Da kann ich mich dran erinnern, dass ich für mich gemerkt habe, also ich muss nicht für andere gelten, aber ich habe für mich gemerkt, in Bezug auf meinen eigenen Tod, dass mir das sehr wichtig ist, also dass mir auch das heilig ist und dass ich, sofern ich es entscheiden kann, mir wünschen würde, es entweder allein zu erleben oder mit Menschen, die irgendwie nicht vielleicht unberührt davon sind, aber die eigentlich das auch bejahen können. Also die nicht noch mich im Leben halten wollen. Ja.
Das habe ich da gemerkt. So würde ich mir das wünschen, dass, wenn Begleitung da ist, dass die auch das akzeptieren kann. Weil ich glaube, da werden oft auch Menschen, das war so meine Wahrnehmung, durch die Angehörigen, die halt noch irgendwie was aus denen rauspressen wollen und dann noch irgendwie Antworten bekommen wollen, werden die Leute halt bis zum geht nicht mehr erschöpft und können diesen Prozess halt gar nicht sich, wenn das überhaupt möglich ist, aber es gibt ja auch diese Phänomene, können sich in den Prozess nicht entspannen. Und es kann ja sein, dass man selbst sehr viel Angst hat in dem Moment, was ja auch nachvollziehbar ist. Also ich glaube auch, dass ich das wahrscheinlich haben werde. Ich glaube gar nicht, dass ich da so cool mit umgehen werde, aber der Möglichkeit nach, möglichst viel sicheren Raum zu geben, Reisebegleitung zu sein. Das ist, glaube ich, was ganz Wertvolles, auch wenn Menschen das tun können. Ja. Ja, also ich meine, das ist ja auch, dass du überhaupt gesagt hast, jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen alleine sein mit ihr und dann dich sogar zu ihr ins Bett gelegt hast und also da hast du ja auch was durchbrochen eigentlich, ne? Du hast ja irgendeine Form durchbrochen, die man da angeblich haben muss und hast sozusagen nicht die Form gewahrt, sondern du hast einfach bis deinem Impuls gefolgt. Und auch, dass sie dich gekniffen hat, das gesehen hast als ihr Ausdruck, ne? als ihre Art, sich auszudrücken, das ist ja einfach auch echt nett von dir. Ne? Also das ist ja, nein, das ist nett von dir, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast. Es war sehr erfüllend, also es war für mich gut. Es ist für dich auch dann, das ist eben der Punkt, das ist auch das, was ich immer wieder denke, ja, du brichst die Form, aber das ist dann für alle Beteiligten eigentlich gut. Ja? Sonst hängen alle. Oder du brichst die Form. Ja. Oder jemand anders. Ja. Genau, und du gehst mit. Also ich finde das ein starker Moment. Und vor allem, wenn du dann sagst, dass dieses Kneifen in der Hand dasselbe ist wie das damals in die Wange. Und dann bist du mit ihr irgendwie auch sehr verbunden in dem Moment. Ne? Das ist dann du und deine Oma halt. Ne? Das ist so, weil sie verkörpert ja was für dich auch. Und und ihr wart wieder zusammen und vielleicht war das genau die Person, die sie brauchte. Ja? Sie brauchte nicht irgendwie da dieses ganze Drumherum, so was die Leute dann versucht zu halten, die Hektik, die Angst. Nee, du brauchst in solchen Momenten jemanden, der das nehmen kann, ne? Der einfach da bleibt. Mich hat das total an unser Gespräch mit den Beziehungen erinnert, weißt du, der Partner rastet aus, der ist dann ja wie in einer Art Todeskampf, könnte man sagen. Der Form, ja. Und du bist einfach da, ja. Du bist einfach da und lässt dich kneifen in gewisser Weise, ja. Ein bisschen, ja. Also den wirklichen Sterbenden gewährt man das, aber man muss das natürlich nicht zum reinen Aushalten machen. Nein. Aber ein bisschen es ist schon, mich hat es daran erinnert, ne? Du trittst in gewisser Weise zurück und gleichzeitig bist du voll da und findest dann auch eine Art von Erfüllung darin. Und gleichzeitig bist du auch nur für den anderen da und ja. Ja, und es ist ein Sterben, das selber auch mal zu erleben, umgekehrt. Also, dass man auch mal in jemandes Armen zusammenbrechen kann. Das ist auch, also ja, wichtig halt nicht zu vergessen, dass man es selber auch manchmal braucht. Genau. Und nicht zu tapfer, nicht immer zu tapfer zu sein und es gleichzeitig sein zu können. Genau. Ja, genau. Wir haben ja meistens haben wir ja eine von beiden Seiten, die wir stärker haben, ne? Und ja. Ist sie dann auch in deinen Armen gestorben dann oder? Nee. Nein, die ist dann. Ja. Aber ja, es ist also ich finde das natürlich auch interessant, dass was heißt interessant, aber es berührt mich auch, dass du offen mit dem Thema Tod umgehst.
Und ich glaube, dass das wirklich auch also wichtig ist, dass die verschiedenen individuellen Perspektiven, die man ja auch selber einnimmt, also es ist ja nicht immer nur eine, aber dass man sich überhaupt dem Thema widmet und dass man sagt, okay, wir holen das in die Mitte und wir machen daraus jetzt keine völlig abgeklärte Mhm. reine Konzeptnummer, weil ich glaube, das entfernt sich auch von dem, was das auch an Verlust, an Raub, an Angst, an Dingen auslöst. Aber dass das überhaupt stattfinden darf, das halte ich für eine der wichtigsten Sachen, genau wie das auch zu verbinden mit der Liebe, was du ja auch jetzt gemacht hast, was ich auch richtig finde. Ähm, weil, weil uns das einerseits daran erinnert, wie kostbar die gemeinsame Zeit miteinander ist und Mhm. gleichzeitig daran erinnert, dass wir hier nichts zu beweisen haben. Mhm. Also es ist Motivation, aber eben nicht halt zur Performance, sondern okay, jetzt wollen wir auch. Ich kann mich mal dran erinnern, als ich irgendwie damit konfrontiert war, dass ich dachte, dass ich sterben müsste, dass ich irgendwie, also ist wirklich nicht der Rede wert, so kein Vergleich zu Menschen, die halt irgendwie eine richtige Diagnose bekommen. Aber ich habe das wirklich gedacht. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass mir das einen richtigen Schub verpasst hat. Also erstmal war ich erschüttert und dann, ich war damals ein bisschen knapp bei Kasse, aber ich habe jemanden vom Bahnhof abgeholt Mhm. und war ein bisschen zu früh unterwegs und dann bin ich in so einen italienischen Supermarkt gegangen und habe gesagt, okay, ich kaufe jetzt richtig guten Essig. Das Leben ist zu kurz für schlechten Essig. Und da war das. Komm, wir haben jetzt mal einen guten Essig. Sowas mache ich nie. Und Genau, da kann ich ja, mich dran erinnern, dass das englische Wort Zest, okay. wir feiern das jetzt. Jede Sekunde zählt. Und das ist ein anderes, das Leben wird automatisch geschmackvoller, bunter. Man will Ja, das einsaugen. Selbst wenn es eine Illusion ist und man gar nicht, ja, also das gar nicht irgendwie so real ist, aber damit in Kontakt zu sein, ändert etwas. Und man merkt wirklich nicht, es ist nicht Zeitdruck, es ist nicht ne, es ist nicht gehetzt sein, sondern es ist so wie das Schlimmste, was ich mir jetzt antun könnte und auch anderen antun könnte, wäre es zu vergeuden, wäre etwas ja, zu tun, was sich falsch anfühlt. Und dann tust du halt andere Dinge ja, vielleicht und triffst die Entscheidung anders, als man das vorher gemacht hat. Und mhm. ich glaube, es lohnt sich auch, also es gibt keinen zu früh, finde ich, um mit diesem Gefühl in Kontakt zu kommen. Mhm. Was nicht heißt, dass man eine Fixierung auf das Thema des Todes entwickeln muss. Aber es ist Genau. diese Mhm. ganze Idee von, ja, ab diesem Lebenszeitpunkt kommt das dann erst ins Spiel und sowas, das habe ich nie so empfunden. Ne, Aber es ist auch kein zu spät. Also es ist nein, auch das nicht. Dann, wenn es genau. kommt. Genau, also ich finde, das ist ein Aspekt von der Begegnung mit dem Tod, ist, dass du genau die Dringlichkeit und auch dadurch einen Freiraum bekommst. Einen Freiraum für ungewöhnliche Taten, so wie zum Beispiel dich zu deiner Oma ins Bett zu legen und sie kneift dich, bis es blutet. Das ist ja nichts, was wir normalerweise tun. Das Ja. tun wir in der Nähe des Todes. Und das ist super, weil das ist Lebendigkeit. Ne? Also Mhm. was man da erlebt, ist halt wirklich Lebendigkeit. Und Versehrbar sein auch. Also, ja, ja, du bist verwundbar, ich bin verwundbar, wir sind es alle. ja, Wir gehen einander unter die Haut im wahrsten Sinne des Wortes. Manchmal. in gewisser Weise, ja. Ja, das tun wir sowieso. Ja, Ja. und, und irgendwie, also ich sehe darin eben auch eine Erlaubnis für ungewöhnliche Handlungen, ja, die den Rahmen verlassen. So, ja. Und das macht der Tod, das kann der Tod für mich. Ja. Er, genau, dann kaufe ich Essig oder steige im Stau aus oder lege mich zu Oma und genau, das ist super. Mm, nice. Und das Leben fühlt sich nicht mehr wie eine Strafe an. Das ist halt auch krass. Ne? Mm, Also es ist nicht mehr etwas zu Absolvierendes oder sowas. Das ist ja alles weg. Also dieses Ganze, das muss ich noch schaffen. ja, Nee, darum geht's. Darum ging's nie. nee, darum ging es Und nie. jetzt habe ich auch keine Zeit darüber irgendwie Mm. mir allzu sehr den Kopf zu zerbrechen, wie viel Zeit ich verschwendet habe. Denn jetzt muss ich da sein. Genau, das ist ja auch
Ja, das ist auch so ein innerer Mechanismus, dieses Ding von, ja, ich habe jetzt schon so lange nicht gemacht, dann warum soll ich es jetzt tun? Ja, Quatsch, es ist zu ja. spät sowieso. Ja, Das ist bekloppt. es ist zu spät. Ja, es ist merkwürdig, das passiert in uns, ne? Das scheint irgendwie so ein menschlicher Mechanismus zu sein, aber er ist eigentlich Quatsch. Diese Ja. Trägheit, also dieses, Ja, das ist noch was anderes, ne? Das ist ja, Trägheit auch, aber es ist dieses nach dem Motto, ja, ich habe das jetzt schon ganz lange Zeit nicht gemacht, irgendwas, was ich machen wollte, das ist dann der Grund, warum ich es jetzt auch nicht tue. Es ist wie so eine Selbstanschuldigung und Selbstbestrafung ja, trägt dann schon auch so ein bisschen den Geschmack von Eltern, die ja enttäuscht von ihren Kindern sind und sagen, ja, jetzt kriegst du es eh nicht mehr hin oder ja. so, so, ja, deswegen. Hm. Und also es ist mega wichtig, da glaube ich einen Akzent drauf zu haben, weil unsere Tendenz geht zu diesem Aufgegeben haben. Also längst schon immer zu denken, man sei so ein kleiner Pisser, der sowieso Ja. nichts, also der immer zu spät ist. Das ist die Systematik, von der wir irgendwie krass gesteuert sind. Es gibt aber auch diese Gelassenheit, die dabei sein kann, in Bezug, also wenn man auf den oder mit dem Tod lebt, also mit dem, dass er Ja. da dabei ist. Ähm, als Begleiter, als Freund irgendwie auch und als Bedrohung gleichzeitig oder als Unbekanntes. Das als ambivalente Figur eben Mhm. und als Anziehungspunkt und Abstoß, also ach ja, vieles zugleich. Aber dass da auch diese Gelassenheit entsteht von, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich noch nie in Thailand war. Weißt du, was ich meine? Also, dass man wird auch also da in der Hinsicht kann man auch gelassener sein, finde ich, weil man sehen kann, okay, das Leben ist jetzt halt auch sofort unmittelbar vor mir und ich muss nicht mein Gefühl, dass hier alles leer gewesen ist, damit kompensieren, ein, ein Riesending zu inszenieren, sondern es ist echt so, was ist das nächstgreifbare? Was ist der nächste Berührungspunkt zum Leben? Und dann werden sehr alltägliche, profane Sachen können sehr schön sein, wie halt der Stau. Es ist dann eher der Stau und es ist dann nicht Mhm. der Riesentempel, oder der Stau wird zum Tempel. Oder zum Marktplatz vielleicht eher noch. Oder Mhm. vielleicht ist es auch ein bisschen Mhm. dasselbe. Aber Mhm. ähm, diese Mischung aus Gelassenheit und Aufregung, das habe ich zum Beispiel eben mit dir im Gespräch gespürt oder wo ich das Gefühl habe, da ist ein Tanz zwischen beiden Kräften und auch beim Singen ganz stark und auch jetzt. Und es gibt so ein Video, das habe ich mal ähm, so gesehen, dass also das ist ein Hund und so eine schlafende Sau. Also so eine Also riesige, ein echtes ja, Video. echte Mhm. Tiere, also zwei Ja, Tiere. ja. Und so ein kleiner Hund, der halt versucht, dieses Hängebauchschwein ist das, glaube ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ein richtig, richtig fettes Tier zu wecken. Und dieses Schwein möchte eigentlich schlafen oder diese Sau möchte schlafen. Und der Hund springt halt die ganze Zeit so an den Bauch dieses Schweins und prallt daran immer so ab wie an so einem Trampolin, aber versucht halt eigentlich dieses Schwein aufzuwecken oder diese Sau aufzuwecken. Und diese Sau schnarcht die ab und zu normal und reagiert halt ganz lange nicht drauf. Und dann springt er auf das Schwein drauf und fängt da an irgendwie zu rütteln und zu rütteln. Der macht das ganz lange und tanzt die ganze Zeit drumherum und bellt die an. Und irgendwann fängt die an aufzustehen und der Hund ist völlig erschrocken und rennt weg. Und das Schwein steht auf und rappelt sich halt irgendwie hoch Mhm. und ärgert und bruddelt so ein bisschen vor sich hin. Und das habe ich mal so gesehen, dass ich mich wie dieser Hund gefühlt habe, weil ich jemanden so defibrillieren wollte. Im Grunde ist es ja wie so eine Reanimation, die dieser Hund Ja, ja. vollzieht. Ähm, aber als zum Beispiel du mich kontaktiert hast, habe ich dich so ganz stark wahrgenommen als jemand, der halt im Stau hin und her läuft und sagt, okay, hier Leute, Ja. lass uns zusammen eine Party machen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen krank und es war so, ich hatte halt irgendwie die Kapazität nicht. Und es war für mich auch wichtig, dass ich Nein sagen durfte. Ah ja. Und quasi mir nicht ein Schuldgefühl einzureden, dass ich diese Gelegenheit, also dass ich dir jetzt nicht gebe, was du von mir erfragst und dass wir damit cool waren, war für mich eine total wichtige Erfahrung.
Ah Also eine ja, Grenze, die ich sonst nicht gesetzt hätte, glaube ich, weil ich interessant. daran gewöhnt war, Immer auf Ja zu jede sagen. Forderung zu reagieren. Und es war gerade in unserem Fall, finde ich, für mich, also für mich jedenfalls schön, dass es so ging. Aber ich hatte das Gefühl, ich war ein bisschen diese Sau. Und du warst der Hund. Und Ja, jetzt das ist habe ich das interessant, Gefühl, ja. dass wir so Mhm. beide beides sein konnten. Oder Mhm. ja. Ja, das Oder dass stimmt. du eher auch Das ruhiger stimmt. und Mhm. gelassener warst und ja, ich ein bisschen mal Mhm. aufdrehen konnte. Total schön. Nice. Ja, ja, also das ist so, ne? Das ist dann für mich die Herausforderung, wenn ein Nein kommt, ne? Also ich sag, wollen wir tanzen und der andere, nö, Ich kann gerade nicht, oder ja. ich kann gerade nicht. Dann ist wirklich ähm, ne, dann wird etwas sehr Altes aktiviert in mir, von dem es ist zu viel. Ja? Ich bin zu viel und deswegen war für mich dann der mutige Schritt, dich zu fragen, ist es jetzt grundsätzlich oder nur im Moment? Das war eigentlich ein mutiger Schritt von mir, nochmal Ja, nachzufragen, was man oft nicht tut. Ne? Ne? Und also eigentlich waren das dann, eigentlich will ich jetzt rückblicken, wenn du das jetzt sagst, waren das ja eigentlich mutige Schritte von beiden. Ne? ja. Dein mutiger Schritt war zu sagen, nee, geht gerade nicht. Mein mutiger Schritt war äh, nachzufragen, okay, ist das jetzt irgendwie grundsätzlich? Ist das jetzt hat es was mit mir zu tun? So, so. Und das war ein mutiger Schritt, ne, mich da zu outen. Und dann, jetzt hast du mich kontaktet, ne? Und so, Hätte auch sein können, dass du sagst, ne, Alte, jetzt nicht mehr. genau, Hätte sein können. richtig, Und das war für ganz mich auch genau. total wichtig, Mhm. das zu Ja, wissen und ja, mich dann umso mehr über ja, deine ja. Nachricht zu freuen. Das war wirklich ja super Genau, früh. das war das Risiko eigentlich, was du eingegangen bist. Mit Ja. dem Nein war das Risiko Beziehungsabbruch. Und genau, oh, genau, Wir haben uns genau. aber auch gegenseitig ganz schön die Hinweise mitgeliefert. Also wenn du sagst, Haben ich wir? lerne das gerade mit dem Nein Hm. und ich habe gesagt, glaube ich, irgendwie für mich war das total schön, dass du meins akzeptiert hast. Da hast du Hm. wahrscheinlich auch ein bisschen schon Ja, das habe ich. raushören können oder Ja, lesen können, klar. dass das ein Ja, Thema ja, für ja, mich ist. ja, Und ja. das war natürlich so, da haben wir uns schon ein bisschen Hm. so ein bisschen Beipackzettel mitgegeben und zugleich hatte ich das Gefühl, dass wir auch ein bisschen rausspüren konnten aus dieser ersten Kontaktaufnahme. Okay, Hm. hier gibt's, das ist nicht nur das, wonach es aussieht, sondern es ist sozusagen, es ist wirklich nicht das, wonach es aussieht. Aber ähm, es gibt was, was wir hier beide miteinander lernen können und das Hm. wissen wir nicht, das können wir nicht wissen, aber man traut sich einander die Möglichkeit des Frustes auch zum Beispiel zu geben. Ja, Das ist auch ja. schön. Hm. Genau, das ist auch genau. Und das kannst du quasi üben, am besten halt mit jemandem, mit dem du nicht zusammen bist. Ja, Ne? voll, ja. Weißt du, da kannst du aber eigentlich genau das Gleiche üben. Ja, Ja, kannst eigentlich genau dasselbe üben. Und weil du hast in gewisser Weise noch so eine gewisse Autonomie, eine gewisse Eigenständigkeit und kannst und bist nicht vollkommen versunken nicht so geflutet. in dem Vermengten, nicht so geflutet, genau. Ja, Ja. Obwohl es eigentlich innerlich schon genau diese Flutung ist. Ne? ja, Dieses Risiko, Nein zu sagen und bei mir das Risiko, Nein zu hören und es nicht persönlich zu nehmen. Ne? So, ja, in oder beiden ja, Fällen. in beiden Fällen. Ja, Und das ist das ist so. total schön, solche Hm, Situationen, weil da vielleicht auch ein bisschen mehr Spiel ist, ein bisschen mehr Spielraum ist, weil hm, man nicht so stark damit also nicht so versunken ist, wie du es ja, gesagt hast, oder geflutet. ja, Und ja, da glaube ich, dass wir auch total viel, also das finde ich auch schön, dass wir total viel füreinander tun können, jenseits unserer Partnerschaften. ja, Und man damit auch den Partnerschaften, also die unterstützen kann, weil ich finde das total schön, wenn ich Paare sehe. Ich liebe Paare. total. Ja, Und ich denke manchmal, ja, oder ich stelle mir die Frage, ob wir da nicht manchmal auch zum Beispiel die Paare zu sehr isolieren oder die Familien oder die was auch immer genau. Verhältnisse. Und Ja, dass wir aber rundherum eigentlich, wenn wir dieses Netz mehr sehen, diese anderen Interaktionen assistieren auch, glaube ich, den natürlich. Liebesgeschichten oder können es, wenn Ja, wir es halt so ja, betrachten und nicht ja, sagen, wir müssen nach außen performen, alles wäre gut, sondern ja, wir helfen uns, diese Übungsfelder zu haben und vielleicht
gelingt es uns dann in unseren anderen intensiveren oder anderen intimen Räumen durch diese Übung auch nicht so performancemäßig oder streng zu sein, sondern zu sagen, ah, ich habe das da letztens da hinten schon mal geschafft. Genau. Vielleicht können wir jetzt es auch aushalten. Also man arbeitet sich vor. Und das ist eigentlich auch schön. Da geht auch ein Stück weit, glaube ich, so Eifersucht weg oder diese Sache von, das muss hier alles, also Exklusivität muss nicht heißen, dass wir ein abgedichteter Raum sind, sondern es ist Genau. etwas teilen nur wir, das ist auch schön oder das stiftet auch natürlich etwas. Aber es ist wichtig, dass die Kommunikation mit anderen nicht aufhört. Ja. Dass das nicht verboten ist, weil da so viel auch aufgegriffen werden kann, genommen werden kann, gelernt werden kann, damit die Partnerschaft schöner wird. Es muss halt kein Seitensprung sein, das kann in der Freundschaft sein oder in einer Alltagsbegegnung, dass man da was mitnimmt. Ja. Aber wenn dieser Raum sagt, hier darf nichts rein oder hier darf nichts raus auch, oder auch in Familien, das, wie bei diesem Muse-Song, es gibt so einen Muse-Song, kann ich dir schicken. Da gibt es diese Textstelle, das sagt so eine Frauenstimme. In an isolated system, entropy can only increase. Finde ich noch rätselhaft, aber ich habe das Gefühl, ich spüre, was der meinen kann. Und das ist so wie keine abgeschlossenen Systeme, bitte nicht, bloß nicht. Nein, es funktioniert nicht, ne? Es überfrachtet es zu sehr. Und nein, ich würde das absolut unterschreiben, ne? Also so, weil mit der Primärpartnerschaft ist es oft zu schwer, zu schwierig, also weil es zu viel gleichzeitig auf die einprasselt an ungelösten Themen, würde ich sagen, zu viel gleichzeitig. Und deswegen ist es gut, es offener zu haben, ja. Und genau, die Arbeit wird auch ganz viel außerhalb stattfinden. Und die ist immer für die Partnerschaft. Also so, ja, auf jeden Fall. Das ist sehr schön, wenn man das so sehen kann. Ja. Empfinde ich auch so. Natürlich. Und sich dann auch für die gelingenden Partnerschaften freuen zu können. Auch, klar. Ne? Also, das ist doch auch was Schönes. Ich finde das schön. Ja. Gut, jetzt haben wir noch was. Jetzt haben wir schon ein zweites Ding. Vom Tod und von nochmal zur Beziehung. Sehr schön. Jetzt haben wir schon 2 Gespräche. Ja, So, mal ebenso. Mal ebenso kurz mal reingehauen. So, jetzt stoppen wir nochmal. Ja. Mach's gut, Nina. Mach's gut. Mach's gut.